Ja, wo denn jetzt? Was? Wo? Da? Ja. Oder hier? Oder da? Was ist da? Läuft oder was? Keine Ahnung. Weißt du auch nicht, ne? Nee. Ja, wo denn jetzt? Hallo. Ja, wo? Wo sollen wir denn jetzt kaufen? Und wie? Und wie? Und was? Und was? Ja. Was hier? Elex 2, ne? Oder andere Spiele halt, ne? Aber wo? Ich würde sagen, wie immer, kommt drauf an. Ja. Auf was? Ja, also erstmal, was habe ich denn überhaupt zu Hause? Ne? Also worauf spiele ich eigentlich? Uns haben unwahrscheinlich viele von euch gefragt, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie digital oder Retail oder nicht digital oder Collectors Edition irgendwas irgendwie kaufe, was kriege ich denn dann dafür und was ist da drin? Ist da ein Key drin? Ist da eine DVD drin und wie viele und überhaupt? Und das ist tatsächlich gar nicht mal eben so kurz und einfach zu beantworten und haben wir gedacht, das erklären wir euch mal in einer Folge. Machen wir eine ganze Sendung von. Ja, Genau. Genau. Wie ihr ja wisst, haben wir unser Spiel nicht nur für den PC entwickelt, sondern auch auf Konsolen. Und wir sind gerade in so einer Zeit, da sind neue Konsolengenerationen schon da, die hat aber irgendwie aus Gründen nicht jeder. Und die alte ist auch immer noch total aktuell, weil die hat irgendwie jeder. Und ja, dann Und PCs gibt's auch noch. auch noch, ja. Dann und auch unterschiedlich. Ja. Und da haben wir Folgendes gedacht. Also, erst einmal gibt es das normale Spiel in digital und in Retail. Was meint ihr denn jetzt mit normal? Das ist gar nicht so einfach. Also, pass mal auf. Ja, normal ändert sich auch ständig, ne? Mittlerweile lädt man sich alles runter. Das ist dann, man kann sagen, das ist dann normal, ne? Das Genau. Download-Content und nein, nicht Download-Content nicht, sondern ja, genau. So ein Ding da. Das ist jetzt unser Spiel. Also, wir haben es noch nicht. Darum habe ich das einfach mal Das ist dann auch am ausgedruckt. Zettel. Aber das ist jetzt, also dieses Cover würde man theoretisch kaufen. Stellt euch vor, das wäre jetzt so eine DVD im Laden. Ja, da steht da ein PC drauf und das kann man dann kaufen. Ist das denn überhaupt größenmäßig richtig? Das weiß ich Weißt du gar nicht, ne? DVD, was haben wir denn hier? Haben wir mal eine, ja, ist ja keine DVD, aber jetzt wäre jetzt mal so eine PlayStation 4 Version von eine Elex. Die habe ich auch, aber die ist sogar ein bisschen kleiner. Die ist Guck ein mal. bisschen kleiner. Guck mal hier. Ja, aber passt ja größenmäßig Passt eigentlich ganz ungefähr, gut, ne? Hm? Ja, gleich, pass auf, gleich wird's total Jetzt wird's gemogelt. welsch. Also, pass auf. Das hier ist unser Spiel und das kann man digital kaufen. Dieses Spiel kriegt ihr ganz regulär auf Steam. Das heißt, wenn ihr das gar nicht im Schrank haben wollt, könnt ihr irgendwie einfach im Internet auf Steam gehen und euch das Ding dort digital kaufen. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Good Old Games. Da gibt es das Spiel auch zu kaufen und das machen viele auch total gerne und da könnt ihr euch das auch kaufen, ohne dass ihr eine Verpackung kauft. So, jetzt sagen die ganzen, ne, ich möchte das aber im Schrank haben und so und was kriege ich denn dann dafür? Also, dieses Ding als DVD bekommt man auch im Laden zu kaufen. Allerdings muss man dazu sagen, das ist nicht eine DVD. Wenn man das für den PC im Laden kauft, dann sind da 4 DVDs drin. Und ein Key für Steam, um diese 4 DVDs auch zu aktivieren. Werden wir oft gefragt, ne? Ja. Wofür ist das alle und hin und her, ja. Ja, stimmt. ist richtig. Ja. Trivial ist das nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. Klingt auch sehr kompliziert. Genau. Und es wird auch immer wieder anders gemacht. Letztes Mal gab es zum Beispiel, glaube ich, in Retail eine GOG-Version. Da haben sich ganz viele Leute beschwert, ja, aber dann kann ich das ja gar nicht auf Steam aktivieren, das Spiel. Und diesmal, weil es offensichtlich die meisten wollen, gibt es eine Steam-Version auf DVD. Nächste Mal gucken wir mal. Jedenfalls, wenn ihr das Ding Retail im Laden kauft, einfach so für euren PC, dann bekommt ihr das als Steam-Version mit Key. Genau. So, also, das gibt's auf GOG in Retail. So, jetzt gibt es aber noch hier, und das jetzt kommen wir größenordnungsmäßig nicht mehr bei.
Das Ganze als Collector's Edition. Ja, okay, also so ein Honk-Ding da, ne? Also Genau. so ein Humpeln, so ein... Das da hinten Ding, ja, so. ist die Collector's Edition. Die ist also nicht so klein wie das, was ich jetzt ausgedruckt habe. Das habe ich ein bisschen gemogelt. Jeweils für, also damit man mal sieht, wie groß das Ding ist, Ja. sondern jeweils für die entsprechende Plattform halt, ne? Genau, da kommen wir gleich noch zu. Also wenn wir die für den PC kaufen, das ist diese, die der Björn gerade hochhält, dann bekommt man die ganzen Extras, die in der Collector's Edition halt so drin sind, plus das. Also 4 DVDs mit Key. Mit den Sachen, die in der Collector's Edition drin sind. Das heißt, die Figur und so. Wenn ihr wissen wollt, was drin ist, guckt euch gerne unsere Christmas-Folge an. Da haben wir die einmal ausgepackt und alles gezeigt, was drin ist. Außer diesen 4 DVDs und dem Steam Key. Das ist das Video, wo das Ding mit drauf ist. Genau, auf richtig. dem Thumbnail. Findet man. Es ist noch gar nicht so lange her. Ja. Das findet man ganz fix. Unboxing Und machen wir da. genau, das bekommt ihr also, wenn ihr das für PC Collector's Edition kauft. Wo kann man das kaufen? Also der einfachste Weg ist, ihr kauft das Ding, solange der Vorrat reicht, im THQ Nordic Shop zum Beispiel. Wenn ihr euch euren eigenen Shop aussuchen wollt, das gibt's natürlich auch auf Amazon oder in irgendwelchen irgendwelchen anderen Läden und so. Und dann könnt ihr auf elexgame.com gehen. Das ist auch hier unten verlinkt unter den Video, ja. ja, und da könnt ihr draufklicken, ganz nach unten scrollen und euch eure Version aussuchen und den Laden, wo ihr es kaufen wollt. Auf der Website ganz nach unten scrollen. Genau, und da seht ihr das dann nochmal, wo man jetzt zum Beispiel die Collector's Edition bekommt. Da gibt's aber auch die normalen Versionen. Jetzt habt ihr aber gar keinen PC zu Hause oder einen, den ihr nicht zum Zocken benutzt oder so und wollt das Ganze für eure Xbox haben. Dann gibt es folgende Möglichkeiten, die mal eben zu spiegeln. Also ihr habt eine Xbox One oder eine Xbox Series X oder eine Xbox Series S. Wenn ihr die digital kauft, geht ihr einfach im Netz auf den Xbox Store und kauft das Spiel. Und dann bekommt ihr die Version passend zu eurer Konsole. Das ist übrigens auch die einzige Möglichkeit für die Xbox Series S Leute. Machst du dich über mich lustig? Nein. Das ist auch wirklich gar nicht, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht vertue. Ja. Wenn also jemand Wäre froh, dass ich das nicht vorlesen muss. eine Xbox Series S hat, aber eine Collector's Edition kaufen will, dann bekommt er dafür das Spiel in Retail. Das könnt ihr dann nicht in eure Konsole schieben. Deswegen macht das vielleicht keinen Sinn. Es gibt nämlich keinen Key oder sowas in der Collector's Edition für die Xbox. Die einzige Möglichkeit für die Series S, das Spiel zu kaufen, ist digital. Also im Xbox Store. Ja. So, wenn man das einmal weiß, kommen wir zur Retail-Version. Also, wir haben eine Xbox-Version, die kann man ganz normal im Laden kaufen, genauso wie die PC-Version. Und die könnt ihr zum Beispiel auch auf elexgame.com runterscrollen und gucken, wo kriege ich die denn. Und die funktioniert mit DVD und Smart Delivery. Das heißt, es ist völlig egal, ob ihr eine Xbox One oder eine Xbox Series X habt. Diese Version schiebt ihr in eure Xbox und die erkennt, aha, hier muss ich die eine oder die andere Version installieren. Per Smart Delivery. Also kauft euch die einfach sorgenfrei, schiebt sie in die Xbox und dann installiert der von alleine das, was ihr braucht. Das funktioniert mit dieser. So, jetzt gibt es dasselbe auch nochmal als Collector's Edition. Die ist natürlich auch wieder ein bisschen größer, so wie die da hinten, ne? Das ist jetzt nicht mehr größengetreu. Und diese ist genau dasselbe wie mit dem PC. Die hier ist da einfach drin. So. Collector's Edition mit DVD und Smart Delivery für One und Series X. Anders ist das allerdings, wenn man eine PlayStation hat. Wenn man eine PlayStation hat
dann wird's kompliziert. Dann wird's noch komplizierter. Also, oder einfach, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sehen will. Ihr müsst euch einfach merken, was habe ich denn jetzt zu Hause. Also nehmen wir mal an, ihr habt eine PlayStation 4. Da gibt's folgende Möglichkeiten. Also entweder ihr geht einfach wieder auf den PlayStation Store und dann kauft ihr das Spiel und installiert es. Dann bekommt ihr die ganz normale Elex 2 Version für eure PlayStation 4. Oder auch 5, ja, das ist wurscht. In digital ist das wurscht, aber in Retail nicht. In Retail müsst ihr unterscheiden. Entweder ihr kauft diese hier für eure PlayStation 4 oder ihr kauft diese hier für eure PlayStation 5. Ja. Bitte nicht verwechseln, denn PlayStation hat kein Smart Delivery, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob es das grundsätzlich gibt, sowas jedenfalls. In diesem Fall gibt es eine 4er und eine 5er Version und da ist jeweils das Spiel drauf passend zu eurer Konsole und wenn ihr die falsche kauft, dann funktioniert die nicht. Also einfach nochmal bei elexgame.com runterscrollen, gucken, welche will ich denn haben und die entsprechende auch kaufen. So, anders ist das allerdings, wenn man die Collectors Edition kauft. Die Collectors Edition für die PlayStation gibt es nur als PlayStation 4 Version. Nicht enttäuscht sein, kein Problem, denn in diesem Fall ist es so, dass ihr ein Upgrade bekommt für die 4er, wenn ihr eine 5 habt. Das heißt, nur in der Collectors Edition ist es im Grunde genommen egal. Da könnt ihr ruhig als PlayStation 5 Besitzer diese PlayStation 4 Collectors Edition kaufen und bekommt dann im Anschluss ein Upgrade für die 5, wenn ihr denn eine solche besitzt. Ja. Maximal verwirrt? Maximal verwirrt. Völlig. Durch. Ja, aber für uns ist das verwirrend. Aber die Menschen da draußen, zu Hause, die wissen ja, was sie da unter ihrem Schreibtisch stehen haben. Für uns ist das irgendwie, da muss man nur an der passenden Stelle nochmal zurückspulen und sagen, wie war das denn jetzt nochmal? Und wir müssen das Video nochmal ganz genau prüfen, ob alles, was wir hier sagen, auch wirklich stimmt, Ich habe mir extra alles nochmal notiert, damit ich keinen Mist rede. Also das ist schon echt kompliziert. Und die alle aufgedruckt. Ja, gut. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war ja sehr, sehr trocken vielleicht und ein bisschen verwirrend auch, aber wir hielten es für notwendig, das mal zu machen. Genau. Jetzt kommen natürlich mehrere Fragen irgendwie automatisch, wenn man sowas macht. Zum Beispiel, ja, aber was ist denn mit den ganzen anderen Sachen? Was denn mit meiner Switch und was denn mit Linux? Und was ist denn mit Konsole XY? Ne? Und zum aktuellen Zeitpunkt kann man nur sagen, das ist das, was wir gemacht haben, das ist das, was wir geschafft haben, das ist das, was am 1. März auf den Markt kommt und was man dann kaufen kann. Und ob die Nachfrage so groß ist für die ein oder andere Alternative, sage ich mal, dass es sich lohnt, da dann auch noch drauf zu portieren, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sagen. Wir wissen es einfach noch nicht. Ja. Kann man so einfach unterbrechen. Ganz genau. Genau. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Genau. Ja gut, maximale Verwirrung. Hast du eine Community-Frage? Ja, weil das natürlich eine recht trockene Folge war, habe ich sogar 2. Oh, ja. Da brauchst du gar keinen Zettel dafür. Dann Nein. kannst du die einfach so aus dem... Ja, genau. Also also das eine war eine Verwirrung von Vorfolge. Und zwar, weil es ist immer so viel, das müsst ihr verzeihen. Die Frage war, wo ist denn euer Discord-Server? Ah ja. Ne? Und da haben wir gesagt, wissen wir auch nicht so genau. Und die richtige Antwort wäre eigentlich gewesen, steht auch unterm Video, ist nämlich verlinkt. Ja. Und zwar die ganze Zeit schon. Das heißt, es ist völlig egal, welches Video ihr anklickt. Der Discord-Server ist unten verlinkt und das war mir nicht mal bewusst. Hat ein netter User, vielen Dank dafür, uns darauf aufmerksam gemacht, ja. Das war die erste. Und die zweite Frage ist... naja gut, wir machen es schon selber, aber irgendwann fängt man an, nur noch zu kopieren. Man macht es da rein, Ja. ne? Und dann nimmt man das als Vorlage. Genau. Und wir wissen eigentlich, wo das ist, aber wenn man dann hier sitzt, ne, dann entfleucht einem sowas. Oder man ist sich nicht sicher und sagt dann so, ja, vielleicht muss ich das ja rausschneiden dann oder nicht, oder wie ist das? Das ist so, wie wenn du deine Brille suchst und hast sie eigentlich auf der Nase. Oder am besten hier oben so. Na, wieso? Ja, super. Und die zweite Frage bezieht sich auf die Vorbesteller.
Es gibt immer so ein Phänomen, das ist vielleicht so eine kleine Anekdote, die man an dieser Stelle mal erzählen kann. Und zwar, wir machen Werbung, zum Beispiel mit einem Trailer oder irgendwie sowas, was wir gerade aktuell haben vom Spiel und schalten dann und sagen dann, hier könnt ihr das Spiel kaufen oder hier könnt ihr, klick mal hier auf den Link oder da ist die Website oder so. Und dann machen die Leute das 2 Minuten nachdem das irgendwie auf Social Media erschienen ist und dann funktioniert der Link nicht. Wie kommt das zustande? Warum ist das eigentlich so? Wenn man da steht, stellt bevor und du klickst dann da drauf, wieso kann ich da nicht vorbestellen? Das ist ein gleichzeitig Problem, was man da hat. Denn wenn wir gleichzeitig das posten wollen und gleichzeitig alle, die damit verbunden sind, zum Beispiel GOG oder Steam oder PlayStation oder Xbox und alle, die diese Links freischalten, also die Vorbesteller freischalten, das gleichzeitig tun sollen, dann funktioniert das halt immer nicht. Das heißt, man hat die Wahl. Entweder man geht das Risiko ein, dass das alles vorher schon freigeschaltet wird, bevor man die Leute darauf aufmerksam macht, was das Risiko birgt, dass zum Beispiel so ein Announcement gefährlich wird. Warum? Warum wird das Announcement gefährlich? Ja, weil dann die andere Seite Leute schon announced. Irgendwie dann schon, ja, genau. Genau, bevor man selber announced hat. Das ist halt ein Reihenfolgeproblem. Und dann machen die Sachen selbstständig und einmal gesagt ist gesagt. Und dann weiß man nicht so genau, ja, warum habt ihr denn nichts gesagt? Und dann, wir sind doch dabei zu sagen. Und dann geht das rund und hin und her. Ja, das war ein bisschen verwirrend. Dann. Genau, die andere Alternative ist, man macht das mit Absprache. Das heißt, man postet es und danach dürfen die erst freischalten. Dann kann es sein, dass die einfach noch einen Moment brauchen. Die einen brauchen 5 Minuten und dann ist es freigeschaltet. Die anderen machen es sofort. Und wieder andere brauchen einfach noch 3 Stunden und dann ist der Link erst freigeschaltet. Das ist die Verwirrung, die da zustande kommt. Nur, damit ihr das mal wisst, mittlerweile müsste aber wirklich alles freigeschaltet sein. Also jetzt so locker mehrere Wochen lang. Gut. Ja, hoffentlich beantwortet das eine Menge Fragen, die ihr vielleicht gar nicht hattet, weil ihr schon informiert gewesen seid. Dann ist super. Und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV, weil wir kommen ja so langsam so in den Endspurt, ne? Ja. Ja, das ist spannend bald. Bis bald. Ja, genau. Tschüss. Bis dann. Wir sind ein bisschen verwirrt, ne? Ist immer die erste Folge bei so einer Session, die ist dann immer so ein bisschen wirsch. Ja, stimmt. Ja. Mhm.